Hallo meine Lieben, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und seid herzlich willkommen in meinem Astrologie-YouTube-Kanal. Ich habe viele eure schönen Nachrichten gesehen und die einen sagen in der letzten Zeit mir, oh Mahara, alles durcheinander, ich hoffe das Ganze kommt gut. Die einen sagen, wow, happy, meine Wege öffnen sich. Die anderen machen sich total Sorgen, wirtschaftlich und finanziell, weil sie merken, es bricht alles zusammen. Und ich habe schon bereits auch ein kleines Video darüber gemacht. Und da sind natürlich viel mehr Emotionen bei euch rausgekommen. Und vor allem bei einer Zuhörerin hat mir geschrieben, du, mein Kind hat sich zweimal gegen Lehrer aufgelehnt, so etwas kenne ich von meinem Kind nicht. Und das ist mir natürlich ganz fest an die Herzen gegangen. Und sie hat mir auch zusätzlich die Frage gestellt, ja, wie wirkt Pluto-Transit in Wassermann auf unsere Jugendlichen? Und ich fand das eine sehr wichtige Frage, weil nächstes Jahr in 2026 wird zentraler Punkt Thema, es werden Jugendliche sein. Jugendliche werden in 2026 eine ganz wichtige Rolle spielen und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde dieses Video, ob für Jugendliche oder ob Erwachsene, ob ihr von Businesswelt seid oder zu Hause mit euren Kindern seid, für alle sollen hier Antworten sein, damit ihr dieses Pluto-Transit viel besser verstehen werdet. Aber eines kann ich euch im Voraus schon sagen, dass dieses Kind sich gegen Lehrer aufgelehnt hat, hat nicht nur mit dem Pluto zu tun, es hat auch mit dem Uranus in Zwilling Rückläufigkeit zu tun. Aber dazu komme ich euch ein bisschen später. Zuerst beginnen wir mal den grob Themen. Das Ganze hat eigentlich einen viel tieferen Sinn, als dass ihr im Moment die Rebellionen von euren Kindern sieht oder dass ihr vielleicht sagt, im Moment ist alles Katastrophe, alles bricht oder mein Leben verändert, beginnt sich am Verändern. Es hat eine ganz tiefe Geschichte dahinter. Eigentlich es hat mit unserer Seelenarbeit zu tun, wo wir unsere Seele etwas Neues geben wollen, von unserer Seele auch Heilung erleben möchten. Aber diese Heilung passiert nicht an einem Tag, es ist eine längere Arbeit und heute möchte ich euch diese verschiedenen Aspekte euch auch ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, es wird mir gelingen und wenn nicht, tut mir einfach die Fragen bitte unten stellen, was euch interessiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich nächste Video auch Live-Video mit euch machen werde, wo ihr mir auch live die Fragen beantworten könnt. Und wenn ihr das wünscht, könnt ihr mir auch unterschreiben. Dann werde ich mal ein Live-Video für euch machen, wo ihr mir direkt die Fragen stellen könnt dort. Und wir werden nachher Fragen und Antwort so quasi den machen. Aber natürlich nicht, wo ihr mir sagt, ja, meine Planet ist dort, meine Planet ist dort. Diese Fragen kann ich nicht, weil das wäre wie fast eine Beratung nur für eine Person und alle anderen müssen dazuhören, sondern es sollen wirklich so mehr Fragen sein, wo alle etwas denn von dem Ganzen haben. Das ist mehr wichtig und wenn ihr das möchtet, können wir das gerne auch mal machen. Aber jetzt zum Pluto. Also zuerst müsste eigentlich wie folgendes mal bewusst sein, dieses Wassermann, Pluto-Transit ist ganz wichtig. Und es hat so einen tieferen Sinn, eine tiefere Bedeutung, wo ihr euch kaum vorstellen könnt vielleicht. Erstens ein bisschen trocken gehen wir mal rein. Wassermann, ich habe euch schon mal einmal erklärt, gesagt, das hat so mit dem Freundeskreis zu tun, 11. Haus, Umgebung zu tun. Ja, was sind das für Umgebung? Ich meine, das klingt ja schön, Umgebung. Das kann zum Beispiel sein, ich gehe in eine Firma arbeiten, ich verdiene dort mein Geld. Das heißt, ich bin in einer Funktion und dort sind irgendwelche Menschen gewürfelt und ich muss lernen, mit denen auszukommen. Das heißt, ich habe die Leute mir nicht ausgesucht, sondern in einer Firma habe ich so gewisse Leute, wo ich mir vielleicht erarbeitet habe durch die Firma und dort verdiene ich vielleicht mein Geld. Es kann aber auch ein Verein sein. Ich gehe in einen Verein und wir organisieren zum Beispiel Sport, Kindersport zum Beispiel. Oder wir sind irgendwelche
Schachleute, wir spielen gerne Schach, wir organisieren Schach für Speziellgruppen eigentlich. Oder Astrologen sind dort drinnen zum Beispiel, Ärzte sind dort drinnen. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr sagt, wir wollen dort Werbungen, also Werbung, Online-Arbeit, virtuelle Welt ist auch dort drinnen. Aber auch Kinderheime, Jugendliche, Spezielldenker, Leute, wo ganz knallhart Mode machen zum Beispiel oder ganz eigensinnige Ideen haben oder so ganz etwas, wie soll ich das sagen, so Menschen mit neuen idealistischen Menschen und Gruppen, wo Idealisten sind zum Beispiel, die auch eine Reform bringen, Bewegung bringen können. Das gehört alles zum 11. Haus, alles zum Wassermann-Thema. Jetzt der Pluto. Und der Pluto ist ein Steinbock gewesen. Steinbock hat mit Staat, Behörden, Ämtern zu tun. In den letzten 20 Jahren sind viele von euch vorwärts gekommen. Wo? In Banken, in Spitaler, Kanton, Behörden, Ämter. Viele wollten unbedingt mit Banken zusammenarbeiten oder Ämter, Behörden, was weiß ich. Warum? Weil ich habe gesagt, da bin ich sicher, dann bekomme ich meinen Lohn eigentlich. Da kann mir nicht viel passieren. Und jetzt eigentlich, was passiert in den Banken vor allem, es ist wie unsicher, weil sie wissen nicht, ja, welche Bank ist gut, welche ist nicht gut. Viele haben Gelder verloren, werden die Banken überhaupt überleben. Viele Leute versuchen, sich in die sicheren Banken reinzubringen. Viele Menschen sagen, ich muss sogar die Funktion wechseln, weil diese Funktion wird in 2-3 Jahren nicht mehr geben. Das sind Menschen, die weit hinausdenken können oder gute analytisches Denken haben oder irgendwelche sich recherchiert haben, die sagen, ja, diese Funktion ist im Moment okay, aber in ein paar Jahren wird es die gar nicht mehr geben. Also ich mache entweder Weiterbildung, ich gehe in diese Position oder ich tue das Ganze verändern. Es ist eine unglaubliche Turbulenz, aber nicht nur dort, auch im Spital ist das so eine unglaubliche Organisation, Umorganisation, Unruhe. Viele können auch nicht immer alles greifbar nennen, aber das ist, weil sie wissen, es muss eine Veränderung kommen. Ob das in der Gemeinde, Behörde, Staat, Kanton, wo auch immer ihr arbeitet, dort ist wie dieses Macht nicht mehr. Also dort ist dieses Kraft nicht mehr eigentlich. Warum? Der Kraft ist seit 2024 eigentlich in Wassermann gerutscht. Und dort geht es jetzt eigentlich nicht mehr um eine staatliche Funktion. Wir können aber auch so sagen, es geht nicht nur darum, ein Personensystem, dass eine Person sagt, so wird das gemacht, ihr müsst das alle jetzt durchmachen, ihr müsst das machen, sonst gibt es Strafe oder sonst bekommt ihr Kündigung oder was weiß ich. Nein, hier geht es eigentlich um Gemeinschaft, um alle Menschen zusammen. Dass die Menschen sagen, hey, wir sind doch auch wichtig, wir sind auch besonders hier richtig eigentlich. Wir sind auch besondere Menschen. Und hier gibt es Rebellionen. Was hört ihr in der letzten Zeit vor allem ganz, ganz stark? Und das sind Menschen eigentlich zum Beispiel, wo in Gaza gegangen sind, junge Demonstranten von der ganzen Welt, die sind gegangen, die haben sich 2-3 Tage ein bisschen schlagen lassen, erniedrigen lassen, da sind sie von türkischen Leuten befreit worden, dort sind alle Gefangenen werden befreit. Das heißt, nicht nur dort, in der ganzen Welt, was hört ihr? Eine junge, dynamische oder Idealisten, alle Idealisten, wo zusammenkommen, wo Aufstand machen seit einem Jahr, aber das ist erst der Beginn. Und wie ist das denn in unserem Leben eigentlich? In unserem Leben ist doch auch so, dass wir idealisieren langsam, dass wir sagen, hey, das passt mir nicht mehr, das ist nicht mehr meine Energie. Warum fühlen wir das eigentlich? Warum jetzt? Habt ihr euch die Frage gestellt, warum jetzt gerade ihr rebelliert? Vielleicht gegen eure Firma seit einem Jahr, gegen eure Partnerschaft, gegen eure Beziehung, vielleicht mit Kindern, vielleicht Hobbys.
Vielleicht brechen irgendwelche Dinge. Aber warum brechen die? Jetzt gerade, in diesem ein Jahr, was ist los? Will dann Pluto euch Schaden anrichten? Will sie euch fertig machen? Nein, Pluto will euch nicht fertig machen. Es will euch ein Leben schenken. Ein Leben in Würde. Ein Leben schenken, wo ihr eigentlich unterdrückt habt. Wisst ihr, wir Menschen lieben unsere Gewohnheiten. Irgendjemand gibt uns eine Struktur, eine Gewohnheiten und wir versuchen, diese Gewohnheiten zu erfüllen. Warum? Weil wir denken, dann werden wir geliebt. Wir versuchen, gute Frauen zu sein, gute Mutter zu sein, gute Personal zu sein, funktionierende. Weil wenn ich alles mache und tue, dann werde ich ja geliebt von meinem Chef oder meiner Chefin. Und manche Chefin haben sogar das Gefühl, ich kann sie 7 Tage mein Personal anrufen. Wenn ich irgendetwas habe, ich rufe an, sie sollte mir sogar springen, sogar Wochenende sonst eine E-Mail schreiben. Weil schlussendlich bezahle ich sie ja. Sie gehören wie mir. Weil sie wissen auch genau, wenn mein Personal dann nicht funktioniert und wenn das vor allem eine kleine Firma ist, dann entlasse ich sie auch. Und die Leute wollen auch nicht entlassen werden. Also schreiben sie etwas mal Kurzes und schweigen auch mal darüber. Und da halten wir auch an gewisse Gewohnheiten. Aber wenn wir diese Gewohnheiten aushalten, und teilweise machen wir ja auch dieses nicht nur aus Aushalten, sondern aus falscher Liebe. Wir denken, dass wir geliebt werden. Wir machen irgendwelche Rituale, ob das in Freundschaften sind, egal wo. Und wir erkennen aber mit der Zeit, wir haben so viel unsere eigene Sonne verloren, unsere Lebensfreude. Wir funktionieren nur noch. Und dieses Funktionieren in uns drinnen hat uns wieder dazu getrieben, eigentlich seit einem Jahr, wo wir sagen, wir wollen nicht mehr funktionieren. Wir wollen nicht mehr hin und her geschoben werden. Wir wollen nicht mehr erpresst werden. Wir wollen nicht mehr unsere ganzen Dienstleistungen zur Verfügung stellen, damit wir ein bisschen nette Gedanken oder Sprüche bekommen. Und viele Ehen auch deshalb gehen im Moment auch Brüch, weil sie sagen, hey, ich funktioniere ja nun in der Ehe. Die Ehe funktioniert und ich weiß genau, meine Frau, mein Mann betrügt mich, aber ich will das Ganze gar nicht mehr oder ich bin gar nicht mehr glücklich. Ich bin nur der zahlende Person. Ich bringe nur Geld nach Hause oder ich bin nur der Putzende zu Hause. Ich bin nur die Mutter, aber nicht mehr die Frau. Weil wir haben viele, viele Jahre eigentlich Gewohnheit aufrechterhalten. Und jetzt sagt der Pluto, es ist vorbei. Und damit das passiert eigentlich, der muss uns erstmal ein bisschen krachen. Der muss ein bisschen das durchbrechen, weil wir dieses System durchbrechen wollen. Das ist wie ein Kind auf die Welt kommt, der muss durch die Mutter durch. Und der Mutter tut das zuerst richtig weh, wenn das Kind auf die Welt kommt. Und das ist auch bei uns Menschen so. Wir wollen eigentlich ein System durchbrechen, die wir nicht mehr wollen, weil wir eigentlich eine Heilung wollen. Und diese Heilung wollen wir. Wir wollen nicht mehr an irgendwelche Strukturen festhalten. Wir wollen nicht mehr an irgendwelche Dinge Jawohl sagen und sagen, ja, wir halten das durch, das Ganze. Und wir sagen hier eigentlich, wir wollen jetzt richtige Freiheit für alle Fairness haben. Es kann nicht sein, dass wir immer unsere Identität verleugnen müssen oder dass wir von uns so viel ausgeben müssen. Und wenn jeder von euch schaut, so seit einem Jahr, ich bin ganz sicher, dass ihr rebelliert. Vielleicht manchmal still in euch drinnen, bohrt irgendwo am Anfang, aber nachher ist es ein bisschen rausgekommen. Das ist bei jedem verschieden. Zum Beispiel ein Schüler gegen das Lehrer. Und ich erkläre euch auch, warum ein Schüler gegen das Lehrer, denn auch jetzt. Und ich werde euch ein bisschen das systematisch erklären. Nancy Ann Tapper lebte 1931 bis 2012 und sie entdeckte, weil sie war so eine Auraleserin und eine sehr feinspürige Person, auch von Stimmen hörte sie ganz viele Informationen,
die entdeckt im Jahre 1970, Anfang dieses Jahres, bis 1990 die Kinder, die damals geboren sind, zwischen 1970 bis 1990, Indigo-Kinder hat sie die genannt. Weil sie sagten, das sind ganz so, die haben so spezielle blauen Aura und die sind eigentlich gekommen, die haben spezielle Missionen erzählt, sie. Später, eigentlich fast in 2000 Jahren, also 99, kamen Schriftsteller, die haben dann von diesen Indigo-Kindern erzählt. Und viele haben natürlich geglaubt, nach 2000 sind Indigo-Kinder, die geboren, aber eigentlich sind es 1970 Jahren sind die geboren. Und die Leute eigentlich, die in 1970 auch die Energien, wenn ihr so kennt, das sind so die Energien gewesen, wo die Leute sich für Frauenrechte eingesetzt haben, wo sie gesagt haben, das macht keinen Sinn. Das sind so zum Beispiel auch Leute, so über 40, 50, also wenn ihr so die letzten 50 Jahre so mal schaut, was sind das für Frauen und Männer vor allem? Das sind Macher gewesen. Das sind Leute gewesen, die gesagt haben, das mache ich nicht mehr, wir verändern das, dieses System passt uns nicht mehr. Die haben ein ganzes System verändert eigentlich. Die haben neue Systeme gemacht. Was ist auch in der Zeit passiert? Viele Leute haben gesagt, wir gehen Ausland, wir gehen nach Deutschland, wir gehen nach Schweiz. Es haben sich unglaublich, die haben gesagt, wir bleiben nicht mehr in unserem System, wir gehen raus. Aber auch viele Gesetze haben sich ganz stark verändert. In der Schweiz haben sich die Kantone verändert zum Beispiel. Frauengesetze, Frauenrechte sind seit diesen Jahren ein Thema gewesen. Früher, wenn ihr zum Beispiel überlegt, vor 50 Jahren eine Frau alleine Kinder hat bei sich, Scheidung unmöglich. Vor 40 Jahren unmöglich, geht gar nicht. Weil was hat man mit Frauen gemacht? Man hat sie in ihren Stall eingesteckt, man hat sie gefoltert, eigentlich geplagt. Und man hat ihnen das Kinder weggenommen, sie durften kein Geld, gar nichts haben, keine Alimente. Und diese Rechte haben sich durch die Jahre verändert, aber dann ist wie radikal verändert, dass die Männer fast keine Rechte hatten, wo sich das jetzt auch ein bisschen so ausgleicht. Seit einem Jahr kommen viel, viel mehr Rechte für Männer. Warum? Wassermann, Pluto. Entschuldigung, Pluto in Wassermann. Weil jetzt sagen sie, es kann nicht sein, dass Rechte nur bei einem System ist, sondern es muss jetzt eine Fairness da kommen. Für alle muss das stimmen, für Kind, für Mama und für Papa. Und jetzt denke ich, kommen noch viel, viel mehr Gesetze. Es ist aber so, wenn wir auch damals schauen, die Mütter von 1970 Jahren, die haben eine große Leistung gebracht. Die haben dann nachher auch Arbeiten angefangen. Und die Kinder von denen, was haben sie gemacht? Die sind noch selbstbewusster geworden. Und die Kinder, die 1995 und 2010 in dieser Zeit geboren sind, denen hat man Kristallkinder gesagt. Warum eigentlich? Weil die Indigo-Kinder, wo damals geboren sind, von 1970, ab dem, die haben ja schon ganz viel Rebellionsarbeit gemacht eigentlich. Die haben gesagt, dieses System wollen wir nicht mehr, wir wollen Befreiung haben. Und das heißt, was habt ihr eigentlich eure Kinder beigebracht in den letzten 50 Jahren oder in den letzten 45 Jahren? Was bringt eure Kinder bei? Das ist meine Grenze, das ist deine Grenze. Du musst respektieren den anderen. Du musst dich nicht überall einmischen. Du darfst dich nicht unterdrücken lassen. Du musst dich für dich einsetzen. Du musst Fairness folgen, Gesetz folgen. Was bringen wir unseren Kindern bei? Wir sagen, du musst eine Ausbildung machen. Du musst auf den eigenen Beinen stehen. Du musst zu deinen Rechten stehen. Aber du darfst nicht andere missbrauchen oder andere schlecht machen. Das heißt, diese Kristallkinder haben durch das eigentlich sehr viel Spiritualität erleben können. Kristallkinder sind sehr spirituelle Kinder, die sind spirituell völlig offen gewesen, weil die mussten sich das Ganze ja gar nicht erkämpfen, weil Indigo-Kinder haben ja das schon die Vorarbeit gemacht. Das heißt, die Kristallkinder sind extrem feinfühlige Menschen. Das sind medial offene Menschen und diese Jahrgänge vor allem,
Was machen die ganz stark? Also Heilpraktiker, Astrologen, mediale Arbeiter, die sind total offen, die sind total zugänglich. Alles, was so Coachingsarbeit anbelangt, die sind völlig offen. Alles, was so spürig sind, aber die wollen sie ja auch nicht festlegen, weil sie wissen von ihren Eltern, das Funktionieren von denen, die wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht nur funktionieren, wir wollen auch mal relaxen, wir wollen auch mal einfach haben, wir wollen genau die Arbeit haben, wo wir wollen. Und wir wollen nicht die Erwartungen unserer Familie erfüllen und vielleicht deshalb auch mal Single leben. Dauersingle sein, gar nicht verheiratet sein und Kinder muss ja auch nicht unbedingt sein, einfach mal für uns. Später die Kinder ab 2010 geboren sind, das sind die Regenbogenkinder. Und dieses System ist etwas jetzt ganz wichtig, was jetzt kommt. Diese Regenbogengeneration nach 2010 hat eine Vorgeschichte mit diesem Indigo. Und Kristall, eine Vorgeschichte, Stufe eigentlich. Das heißt, seit 1970 erleben diese Generationen Folgendes. Wir kämpfen für unsere eigenen Rechte. Wir sind freie Kinder. Wir müssen nicht mehr funktionieren. Jetzt haben wir genug funktioniert. Viele wollen sich jetzt selbstständig machen. Wir wollen nicht mehr für den Staat schaffen. Wir wollen nicht mehr. Es muss auch nicht sein, dass nur ein Mann 100% arbeitet und Frau zu Hause sitzt. Beides können. Wir können Homeoffice machen. Wir können Mami werden und doch Kinder haben. Wir können beides. Wir müssen uns nicht entscheiden und auf unsere Bedürfnisse verzichten. Und was machen diese Regenbogengeneration? Die sagen jetzt eigentlich, wir wollen ein neues Welt erschaffen. Wir wollen unsere eigene, dieses System, wo vielleicht früher gestimmt haben, die stimmt für uns nicht mehr. Unsere Vorfahren haben uns ja auch beigebracht, dass wir uns für uns einsetzen können. Die haben ein natürliches Selbstbewusstsein. Das heißt, ihr habt diesen Jugendlichen eigentlich auch so ganz fein vorgelebt, dass ihr Powerfrauen seid, vor allem an Mütter. Die haben solche Mütter gehabt. Die haben Mütter gehabt, wo viel in der Welt bewegt haben. Die haben Mütter gehabt, wo vielleicht sich in Politik engagiert haben. Oder die haben gesehen mindestens, es gibt Powerfrauen, die eine Firma führen. Die haben vielleicht gesehen, es gibt Frauen, die etwas erreichen können, ob das Schauspielerei ist, ob das Mode ist, ob das spirituelle Arbeit ist. Die haben so viele Vorbilder unterdessen. Die haben ja Lehrpersonen ja nicht nur der Männer, sondern jetzt auch Frauen. Also das heißt, sie sehen eigentlich intuitiv, da ist etwas anderes und sie wollen nicht mehr funktionieren. Denn was habt ihr in den letzten 20 Jahren Schülern beigebracht? Schule gehen, da gibt es noch Schulhobbys, das heißt Klavierunterricht, Flöteunterricht, vielleicht Kochunterricht, Bastel, Tanzen, Ballett, Boxen, Sport, Fußball, was gibt es noch alles? Das heißt, die Jugendlichen sind vollkommen ausgebucht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Dann gibt es noch so manche paar Stunden, wo sie mit ihren Freunden treffen können und das machen auch die Mütter ab. Das heißt, welche Kinder mit wem spielen dürfen oder nicht. Das heißt, die Kinder eigentlich sind voll unter Kontrolle im Prinzip. Und die Jugendlichen sagen jetzt eigentlich, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr funktionieren. Und wenn ihr so euch ein bisschen achtsam seid, so mehr als ein Jahr, so circa, ihr hört oftmals so Nachrichten, wie vielleicht Jugendliche Selbstmord gemacht haben. Oder wie Jugendliche plötzlich Schulabbruch oder plötzlich etwas Eigenes erschaffen haben. Wo ihr vielleicht auch mal Jugendliche hört, wo sie diesen Druck nicht mehr wollen. Also ich habe seit letzten ein Jahr ganz viel Schicksalsgeschichten gehört über Jugendliche, wo sie gesagt haben, Selbstmord, das Leben hat keinen Sinn oder extrem mehr Drogen rein in den letzten Jahren. Es gibt ganz viele so Drogengeschichten, wo Jugendliche einfach reinrutschen, gewisse Jugendliche, weil sie dieses Druck nicht mehr aushalten oder irgendwelche Clan reingehen oder irgendwelche Gruppierungen reingehen. Und die Jugendlichen sagen eigentlich, wir wollen die Welt verändern. Diese
Regenbogenjugendliche nach 2000 geboren sind, diese Jugendliche werden unsere Zukunft verändern, vor allem. Vielleicht denkt ihr, das kann ja gar nicht sein. Ich habe euch dieses Jahr so ganz viele Geschichten erzählt über das Vergangenheit und was habe ich euch oft erzählt? Es sind die Jugendliche aus der Universität oder an der Oberstufen gewesen, wo auf die Straße gingen, wo rebelliert haben, wo in der alten Geschichten, wo Aufstand gemacht haben. Es sind immer die Jugendlichen eigentlich, die die Welt verändern. Es sind nicht die Politiker, die hochbezahlten Job haben an irgendwo. Es ist auch nicht in einer Firma. Es sind nicht die Leute, die wirklich die Firma erfolgreich machen, die Inhaber von der Firma. Es sind die unterste Schicht von der Firma, wo dieses Firma eigentlich bereichern und reich machen. Es sind nicht die obersten Leute, wo ihre Millionen gewinnen oder die ihre jeden Monat 20.000, 30.000 haben. Das ist Geschichte eigentlich. Aber die Leute, die unten durcharbeiten und im Hintergrund arbeiten, das sind eigentlich die Leute, die ihre Firma hochbringen. Auch in einem Volk oder in einer Welt sind es die Jugendlichen, wo die Welt verändert. Und die Jugendlichen werden eigentlich auch ab nächsten Jahr auch die Welt verändern beginnen, weil sie sagen, das wird mit der Schule beginnen nächstes Jahr, weil sie werden sagen, dieses Schulsystem wollen wir nicht mehr. Sie dürfen das auch, weil sie haben tolle Eltern gehabt. Sie haben tolle Eltern gehabt, wo wissen, wie man sich wehrt. Sie haben tolle Eltern gehabt, wo ihnen gezeigt haben, du musst nicht alles akzeptieren, du darfst dich für deine Rechte einsetzen. Und hier wäre zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn ihr Kinder habt, wo sich auflehnt in der Schule oder in der Gesellschaft, in der Ausbildung, egal wo, dann müsst ihr euch mit euren Kindern mal wirklich hinsetzen und fragen, was hat dich aufgeregt? Was stört dich? Weil ihr müsst jetzt auch noch Folgendes denken, die Jugendlichen haben auch KI-Systeme, weil sie sehen plötzlich, das, was die Lehrer in der Schule erzählen, ist vielleicht nicht immer das Top-Wissen. Sie bekommen dieses Wissen teilweise besser im KI-System und sie sagen, hey, dort bekomme ich Antworten von dir vielleicht nicht. Das kann auch etwas sein. Es kann auch sein zum Beispiel, dass die Schüler sagen, es geht nicht, dass du als Lehrer manche Kinder bevorzugst und manche nicht und irgendeinmal die Nervenzellen. Nervenzellen übrigens, Uranus sind Zwillinge. Und deshalb haben sich wahrscheinlich auch die Kinder bei euch aufgelehnt. Erstens, wir haben die Schattentage von Pluto jetzt gehabt, sowieso ein bisschen provozierend. Dann ist der Uranus in den letzten ersten Grad vom Zwilling, bereitet sich auf den Steinbock-Energie noch zurück. Das heißt, die Nervenzellen sind richtig blank. Erinnert ihr euch, ich habe euch mal gesagt, in den nächsten 6 Jahren, ihr müsst wirklich ganz achtsam sein, vor allem auf Jugendliche, aber euch denken, ich habe gesagt, das ist wie so Fernbedienung eigentlich und das ist wie unter Strom. Ich habe teilweise auch, glaube ich, das KI-Wort benutzt. Und weil es ist so, wenn der Uranus in Zwillingen sind, dann habt ihr das Gefühl, ich werde wie ferngesteuert eigentlich. Oder ich habe total coole Ideen, ich mache und es kann aber auch die Nervenzellen blank liegen. Menschen, die extrem stark Erdelemente haben, ganz, ganz stark, die werden diese Zeit mehr wahrscheinlich Stress erleben. Leute, die weniger Erde haben, also mehr Luftenergie haben, kann ich mir vorstellen, dass die besser damit umgehen können. Warum? Weil die Leute, die mit mehr Erdenergie haben, die sind gerne an Gewohnheiten und Strukturen gewohnt und die wollen das eingehalten haben. Und, aber Uranus hat nicht mit Strukturen zu tun, hat seine eigenen Ideen, eigene Gedanken und der will ja auch die Strukturen durchbrechen, weil der findet das sowas von langweilig. Der sagt, es gibt gar keine Strukturen. Für was gibt es Strukturen, die mir gar nichts nützt? Wer macht die Strukturen eigentlich? Irgendwelche Menschen, wo irgendwelche Ideen haben, aber wem dient das? Meistens nur wenige Leute, nicht allen Menschen. Natürlich sind auch gewisse Dinge wichtig für Menschen, aber einige Strukturen sind zum Beispiel auch zum Leute zum Schweigen bringen. Also nicht wirklich darum,
dass es etwas vom Nutzen ist eigentlich. Und die neue Generation, die wollen eigentlich neue Schulsystem. Ein Schulsystem wird dann auch vor allem sein, wo sie sagen, wir wollen anders lernen, kein dummes Zeug mehr lernen. Wir wollen Dinge mehr praktisch lernen. Also sie werden nicht nur sagen, zum Beispiel, mein lieber Lehrer, was gibt es mir für Aufgaben? Was soll ich machen? Es wird nicht darum gehen, sondern das, was ich lerne, wie kann ich das anwenden? Wie kann ich das in mein Leben anwenden? Was hilft das mir oder macht das mir wirklich Spaß? Es werden mehr Unterricht geben, wo die Qualitäten von der Jugendlichen unterstützt werden. Aber das Ganze braucht natürlich eine Entwicklung, Leute. Aber nicht nur das, auch in der ganzen Welt eigentlich werdet ihr sehr viele Demonstrationen hören. Auflehnungen von Jugendlichen gegen ihre eigenen Länder, wo sie sagen, wir wollen diese Regierung nicht mehr. Und ihr werdet viel sehen, das werden Leute aus den Universitäten sein, das wird an der Oberstufenjugendliche sein. Das kann auch sein, dass gewisse Pädagogen vielleicht wo Vitamin B machen mit Jugendlichen und super Noten geben, wo sie sagen, die Jugendlichen, das wollen wir nicht mehr. Weil im Moment ist es ja auch so, viele Leute gehen an die Privatschule, die eine normale Schule gar nicht bestehen können oder nicht an die Uni gehen können, wenn sie normale Schulen sind, wo das viele Jugendliche sagen, wir finden das nicht fair, wir finden das nicht okay, in vielen, vielen Ländern. Und die Jugendlichen sagen jetzt, hey, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht, weil wir jetzt Geld haben. Ich meine, wir haben kein Geld, deshalb können wir nicht studieren, wie die anderen Geld haben. Aber wir haben mehr Gehirnzellen vielleicht, aber wir haben die finanziellen Möglichkeiten nicht. Weil alle haben ja nicht die gleichen Chancen. Jemand, wo eine Eltern hat, wo vielleicht im Monat 20.000 Franken verdient, kann ihren Kindern einen anderen Standard geben, als jemand vielleicht mit 5.000 im Moment auskommt. Und genau diese Dinge werden sich ändern in der Zukunft. Das heißt eigentlich, ob wir reich oder ob wir arm sind, wird nicht Rolle spielen. Das heißt, das System wird eigentlich für alle gleich sein. Das heißt, ich denke auch, diese Privatschulen werden mit der Zeit auch abgeschaffen werden. Oder die Schulen werden so umorganisiert, dass die Leute gar nicht das Gefühl haben, sie müssen ihre Kinder an die Privatschule schicken, weil an der normalen Schule werden sie genauso gut betreut. Die Betreuung von den Jugendlichen wird sich total verändern. In der Schule, das wird eine ganz große Veränderung geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder zuerst mal angeschaut werden, welche Qualitäten haben sie. Sind sie mehr mathematisch oder mehr künstlerisch, mehr das? Und dort werden sie eingestuft. Aber auch nicht nur Kinder, auch bei uns Erwachsenen ist es auch so, dass wir nicht einfach eine Arbeit gehen wollen, damit wir Geld verdienen, damit wir funktionieren, sondern wir sagen, wir gehen in die Fähigkeit rein, wo eigentlich für uns stimmt. Und deshalb, viele sind im Moment auch Jobwechseln. Also sie wollen nicht mehr diesen Job, den sie jetzt jahrelang hatten, sondern sie wollen jetzt in die Job rein, wo sie sagen, ich will etwas Neues probieren. Ich habe genug von dem Ganzen. Ich will wirklich etwas Neues lernen. Ich will etwas, was mir Spaß macht. Oder ich will nicht in etwas bleiben, was mir keinen Spaß macht. Und das spielt dann nicht mehr eine Geldrolle. Also ich kenne viele Leute, die nehmen einen Job und weniger Geld, aber das ist wirklich ein Job, wo sie sagen, das ist ein Job, wo mir gefällt, wo ich das mir kann in meinem Leben vorstellen, wo ich vielleicht mehr glücklich bin. Und das ist jetzt genau so eine Phase und vor allem es ist eine Phase auch, wo wir in die eigene Heilung gehen, wo wir nicht mehr unsere Sonne erdrücken müssen, wo wir das verstecken müssen, wo wir unsere Identität aufgeben müssen, damit wir das Gefühl haben, wir werden geliebt. Zum Beispiel, manchmal auch in der Freundschaft ist es so, dass die beiden fast die gleichen Kleider tragen, die gleichen Hobbys machen. Aber eine Person meistens würde dieses Kleid nie kaufen, wenn sie diese andere Freundin gar nicht kennen würde.
dieses gleiche Stil würde sie vielleicht gar nicht nehmen. Und meistens eine Person, wenn zwei Freundinnen sind, nimmt dieses Kleid extra, weil sie weiß, es ist unsere Zugehörigkeit. Das heißt, verzichtet eigentlich auf einen eigenen Geschmack, auf eigene Identität. Und irgendeinmal ist es aber auch so, vor allem wenn sie in eine Partnerschaft reingehen, dass Rivalitäten da auch passieren. Also das heißt, sie müssen sich wie selber finden in der Partnerschaft. Oder wenn sie vielleicht andere Leute kennenlernen, sie merken, hey, ich habe noch anderen Geschmack, aber sie stehen nicht. Und dann haben sie auch teilweise schlechtes Gewissen Freundinnen gegenüber. Passiert sehr oft. Oder Eifersucht zum Beispiel in den Freundschaften. Warum eigentlich? Weil man nicht zu ihrem eigenen Kleiderstil steht, weil man sich gar nicht herausfindet, was ich mag. Ich habe mal so einen Film von Julia Roberts mal gesehen, vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, vielleicht noch 20 Jahren, keine Ahnung. Und in den Filmen wusste die Julia Roberts nicht, welche Eier sie selber mag. Und der Typ fragte dich, weißt du, welche Eier du überhaupt magst? Du bist mit dem Mann zusammen, du hast 3 Minuten Ei gern, du bist mit dem Typ, du magst gekochtes Ei gern, beim anderen du liebst Spiegelei, weil all deine Partner die verschiedene Eier lieben und du passt dich nur an und du sagst, du liebst nur, weil du denkst, dass du geliebt wirst. Und ich fand dieses Gedanke damals extrem wichtig. Und das ist mir nach viele, viele Jahre durch den Sinn gegangen. Und irgendeinmal in unserem Leben ist es ja auch so, dass wir herausfinden, welchen Ei ich liebe selber. Was schmeckt mir eigentlich persönlich? Es ist aber auch so, was ist meine Identität? Was macht mir persönlich Spaß? Oder warum verzichte ich auf die Dinge, die mich lieben, wo mich zum Ich machen, zu meiner Identität machen, weil ich denke, dass ich dann geliebt werde. Das heißt, ich muss ein Stück von mir abschneiden oder etwas von mir verzichten, weil diese Person, wo ich es toll finde, mich so akzeptiert, wie ich bin. Das kann ja nicht sein. Und genau Pluto und Wassermann ist dafür da. Und Uranus in Zwilling ist dafür da, dass wir unsere Einstellung verändern. Uranus in Zwilling sagt, verändere deine Einstellung und ich gebe dir 6 Jahre Zeit. Und ich werde in dieser Zeit deine Einstellung verändern. Ich werde dich in Situationen bringen, wo du wahnsinnig teilweise wirst. Ich werde dich in Situationen bringen, wo du durchdrehen wirst, wo du vielleicht streiten wirst oder neue Gedanken bekommen wirst, neue Visionen, neue Idealisten, neue Einstellungen bekommen wirst. Aber ich werde dich verändern. Das heißt, Uranus ist wieder zündender Stoff und Pluto verändert dieses Feuer eigentlich. Pluto sagt, ich verändere, ich werde die tiefe Arbeit machen, beginne nur den Uranus. Geh mal Vorreiter werden. Gib dir neue Ideen, neue Gedanken und ich werde das nachher verändern. Ich werde dich da unterstützen. Schaut mal, Liebe, das ist genau dieses Thema hier eigentlich. Und wenn ihr merkt im Moment, ihr rebelliert gegen irgendein System, dann fragt ihr euch, warum rebelliere ich und warum fühle ich mich schuldig, weil ich rebelliert habe, weil ich vielleicht früher nie rebelliert habe, weil ich die letzten 20 Jahre funktioniert habe, weil ich immer das gegeben habe, was ihr von mir gewollt habt. Und jetzt habe ich vielleicht Mut und vielleicht habe ich Angst vor meinem eigenen Mut. Und was hat mich unglücklich gemacht und welche neue Visionen habe ich jetzt? Und vielleicht wäre es jetzt hier auch der Punkt, wo ihr euch die Frage stellt, anstatt so viel Zeit zu investieren in etwas, das mir gar keinen Spaß macht und Sorgen machen, sammle ich diese Zeit zusammen und ich investiere dorthin für meine Zukunft und überlege, wie kann ich das am besten erfüllen. Wie kann ich dieses erfüllen, dieses System am besten. Und dazu gehört aber auch, wo wir vielleicht sagen, das, was ich nicht zugelassen habe bis jetzt, wo ich das mir nicht erlaubt habe, zum Beispiel jemanden zu lieben oder geliebt zu werden, jemandem zu vertrauen oder dass jemand mir vertraut. Oder das muss ja nicht nur ein Vertraut sein, dass ich zum Beispiel sage, meine Liebe gehört einen neuen Job, vielleicht ein neues Projekt, vielleicht ein neues Ding,
weil ich muss ehrlich zu mir sein. Das heißt, damit ich überhaupt an meine Identität zurückgewinnen kann. Das erste ist, ich muss ehrlich zu mir sein, warum ich etwas aufgegeben habe, warum ich etwas nicht mehr möchte. Nur dann eigentlich kann ich diese Zeit nehmen und für das investieren. Und wenn ich all die Zeit anstatt über Angst, über Sorgen mir Gedanken mache, viel mehr überlege, hey, wie kann ich mein neues Projekt überkommen? Wie bekomme ich das, was ich gerne möchte? Was kann ich dafür tun? Oder wie kann ich meinen Lehrer dazu bringen, mich dort zu unterstützen, was ich will, anstatt dass er immer gegen mich arbeitet? Oder dass er mir mal zuhört, dass ich anders lernen möchte. Was kann ich da machen, anstatt dass ich als derjenige dastehe, als Auflehnender, weil ich habe das von meiner Mutter gelernt. Meine Mutter hatte das mir beigebracht. Meine Mutter hatte mir beigebracht, dass ich zu mir stehen soll. Jetzt stehe ich doch zu mir. Warum ist das nicht in Ordnung? Also das heißt, ich kann ja vielleicht mal diese Zeit für meine neuen Gedanken ausarbeiten. Das ist ganz wichtig, Leute. Tut Zeit sehr gut investieren. Ich kann euch so sagen, ich bekomme ganz viel mit. Jetzt ist der Pluto direktläufig und die letzten Tage ich habe von vielen Todesfällen gehört, dass viele Menschen entweder Job verloren haben, Familienverluste hatten. Also ich kann euch sagen, dort wo ich jetzt eingezogen habe, mein Nachbar hat jetzt seine eigene Hunde befahren. Es war so ein kleiner süßer Hund. Er hat sie ganz neu gehabt und er ist mit dem Auto gekommen, das Hund ist unter die Räder bei ihm reingekommen und das war auch nie der Fall, dass er dort war. Ja, das passieren ganz schreckliche. Ich habe heute auch mitbekommen, irgendjemand ist innerhalb von 5 Tagen gestorben. Das Leben ist so kurz. Das Leben ist kurz, dass wir unsere Identität aufgeben, weil wir denken, dass wir dann geliebt werden. Das kann nicht sein. Das heißt, wenn wir unsere Persönlichkeit aufgeben, weil wir denken, dass wir geliebt werden, dann leben wir nicht mehr. Wir funktionieren höchstens, aber wir leben nicht mehr. Und irgendeinmal ist Schluss, weil irgendeinmal sind wir 40, 50, 60, dann mit 100 Jahren müssen wir nicht mehr, also da sind wir am Spital irgendwo wahrscheinlich, in Altersheim, aber jetzt wir leben, jetzt wir haben tolle Zeit, wir können laufen, und wenn wir laufen, wenn wir joggen können, wenn wir etwas unternehmen können, jetzt müssen wir das bewegen. Jetzt müssen wir unser Ideal uns einsetzen. Nicht, wenn wir 100, 110 Jahre alt sind, dann können wir das immer noch. Wir können vielleicht Bücher schreiben über das, was wir alles erlebt haben, weil wir dann nicht so viel vielleicht joggen können. Obwohl ich muss sagen, ich kenne Leute, die 90 und 100 Jahre sind, die sind viel, viel besser sportlich unterwegs als ich und manche von euch wahrscheinlich. Und die sind wirklich Energiebündel. Aber generell viele Menschen so mit 100 Jahren gibt es meistens nicht. Und wenn die gibt, die sind vielleicht nicht so mobil oder nicht mehr so fit, wo wir in diesem Alter sind. Und wir können jetzt so viel bewegen. Also überlegt euch wirklich, wollt ihr in die Heilungsenergie gehen, Heilung erleben, wirklich zu eurer eigenen Identität, und hört auf, euch Sorgen zu machen. Hört auf, Sorgen machen, warum ihr das gemacht habt. Wenn etwas nicht eure Energie ist, lasst los. Lasst das los, weil wenn das eure Energie wäre, dann wäre das Ganze gar nicht gekommen. Wenn das in der Schule alles okay wäre, dann würde sich eure Kinder sich nicht auflehnen. Es hat irgendeinen Grund. Vielleicht ich kann nicht alle Details, aber es hat bestimmt einen Grund, und deshalb ist es auch wichtig, nicht gegen die Lehrer vorgehen übrigens, sondern erstmal mit dem Kind hinzusetzen und erfahren, was das Kind bewegt oder was sich stört, um was es geht. Ist das die Lehrer, ist das Schulkameraden? Was ist das eigentlich? Und da geht es wirklich ein neues Lernsystem, und das könnte nur Kommunikationen Schüler, Lehrer und Eltern. Zu dritt. Teamworking. Nicht nur Lehrer, nicht nur Eltern, nicht nur Schüler. Zusammen, weil alle müssen sich wohlfühlen. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen. Es ist wirklich, eigentlich müsste ich das Video so fast 3 Stunden machen, denn es ist wirklich ein sehr breites, ein sehr tiefes Thema.
Aber auch ein Thema, wo uns eigentlich alle bewegt, die einen ein bisschen weniger, die einen ein bisschen mehr. Das hat auch so mit dem Alterspunkten zu tun, mit eurem Transiten zu tun. Aber das sind so dieses Thema zurzeit. Ich habe euch ganz toll gern, passt schön auf euch auf.